Alright, boys and girls, children of all ages, this is the first episode of Lucha Trash Talk. Ja, wie schon gesagt, das ist die erste Episode von Lucha Trash Talk. Boys and girls, children of all ages. Ich bin gerade noch bei den letzten Zügen von Payback. www. Payback kam gestern. War ein schöner Pay-Per-View. Es hat alles begonnen mit doch nicht wie geplant einem Kickoff-Match, sondern zweien. Ein Kickoff-Match davon war Baron Corbin gegen Dolph Ziggler. Es war ein sehr gutes Match. Dolph Ziggler konnte sich gegen Baron Corbin durchsetzen. Ich hätte in diesem Match wirklich eher auf Baron Corbin getippt, weil es ist schwierig, Dolph Ziggler wirklich noch zu pushen. Aber ich glaube eher, das war so nur so die Revenge-Sache. Dass es einen kleinen Payback gibt von Dolph. Das andere Kickoff-Match war eigentlich ein eher langweiliges Match. Es war ein Kickoff-Rematch. Wir haben dieses Match schon WrestleMania 32 gesehen. Alle, die sich die Kickoff-Show angeguckt haben, vor allem später, also am nächsten Tag, haben das Match sehr gut mitverfolgen können. Alle, die die Kickoff-Show live gesehen haben, in Amerika gab es Ausfälle, glaube ich. Und alle, die wohl live in der Halle waren und dieses Kickoff-Match meist nicht verfolgen können, da die Eingänge ja sehr, sehr verstopft waren. Also gab es nochmal ein neues Kickoff-Rematch zwischen Ryback und Kalisto. Das auch Kalisto wie schon bei WrestleMania mit dem Salida Del Sol gewonnen hat. Ja, es war ein Big Guy gegen Small Guy Match. So was ja auch immer schon angesetzt. Big Guy gegen Small Guy. Von daher war's auch nicht unbedingt das beste Match. Dann kam der Opener. Der Opener war eigentlich recht gut angedacht. Es war ein sehr schönes Match angedacht. Es war eigentlich ein Tag Team NXT Match mit den zwei wohl obersten Tag Teams, die es bei NXT gab, außer die Ascension. Aber bei der Ascension klappt das Gimmick irgendwie nicht. Und zurzeit ist eher Ascension ein bisschen mit Problemen behaftet, deswegen sind sie auch nicht weitergekommen im Text. Ich würde sagen, weiter im Text. Die ersten, wo rauskamen, waren Enzo Amore und Colin Cassady. Oder auch Big Cass genannt. Promo davor war sehr, sehr gut. Die ersten 4-5 Minuten des Matches waren auch sehr gut. Ein schöner Tag Team Abklatsch. Die Vaudevillains haben gerade angefangen mit dem Isolieren von Enzo Amore. Da ist leider dann was passiert. Ja. Dazu komme ich aber jetzt gleich.
was passiert ist, Enzo Amore sollte von einem der Vaudevillains, ich weiß es auch nicht mehr, wie der heißt. Es war nicht Aiden English. Enzo Amore sollte rausgeschoben werden mit einem Slide unter den Ringseilen durch. Die Distanz zu den Ringseilen war ein bisschen zu groß. War nicht zu groß. Ich Enzo Amore wirklich gut abrollen konnte und gut unten durchleiten konnte. Nein, Enzo Amore hat das zweite Top Rope genommen. Ist mit dem Kopf auf die Matte geknallt. Ziemlich heftig. Und ist dann erstmal draußen liegen geblieben. Bewusstlos auf jeden Fall. Was wir bisher gehört haben, ist Concussion. Mehr konnte ich leider auch nicht verfolgen von der WWE Network und so weiter. Ich wollte mich ja nicht spoilern lassen. Ich habe eigentlich alles schon ziemlich in Kurzdurchfassung angeguckt gehabt. Dadurch wurde das Match abgebrochen und es kam eigentlich fast zu einem No Content, der Enzo Amore sehr wirklich stark verletzt war. Er musste von einer Medical Facility rausgebracht werden, wurde in Chicago in ein Hospital gebracht. Er ist dann wieder aufgewacht und es ist eine Concussion, also eine Gehirnerschütterung, festgestellt worden. Das hätte jetzt gerade AJ Styles auch passieren können. Botchamania. Das ist schlecht abgesprochen, ja. Nee, okay. Reigns ist ein super Wrestler. Vom Wrestling-Stil her. Und er kann seine Sachen. Wie aus dem FF. Er kriegt auch mehr Moves. Auch diese Hebe-Powerbomb und so. Das sieht schön aus. Aber wir wollen zu Colin Cassady und Enzo Amore kommen. Das Match wurde leider dadurch abgesagt. Es gibt zurzeit keinen Gewinner des Tag Team Tournaments. Das wird wahrscheinlich dann in Raw und vielleicht auch noch einer Raw. Also sehen wir nur 3 Raws Zeit. Wahrscheinlich nach 2 Raws in der dritten Raw wird das Finale stattfinden. Tippe ich nur so drauf und dann wird wirklich doch hoffentlich ein Tag Team gefunden, außer ein weiteres Tag Team debütiert, weil Vaudevillains gegen Enzo Amore und Cassady wäre zwar saugeiles vom Ding her ein saugeiles Matchup. Ja. Und alles super cool. Doch, ich glaube, sie werden wahrscheinlich eher ein Heel gegen Heel Tag Team Match machen. Mit Carl Anderson und Luke Gallows. Weil das ist mit eines der obersten Tag Teams, die sie zurzeit haben, und von daher schätze ich mal, werden sie da irgendwas machen.
Oh ja, das war gut. Das nächste Match war dann eigentlich das nicht angekündigte Grudge-Match zwischen, wie heißt der, Kevin Owens und Sami Zayn, dass Kevin Owens für sich entscheiden konnte. Sami Zayn hat ihn doch noch ein bisschen blamiert, aber erst zum Match. Das Match wurde gewonnen mit der Pop-Up Powerbomb. Und im Pinfall gegen Sami Zayn. Jo, als nächstes kam das Untitled Chapter Match. The Miz gegen Cesaro. War ein sehr ausgeglichenes Match. The Miz konnte seinen Titel verteidigen. Gegen Swiss Superman. Am Ring war erste Fabrice oder sowas, nein. Maurice. Die Frau von The Miz. Ja. Ein echt recht hart geführtes Match. Es gab viele Uppercuts von Cesaro. Cesaro durfte sehr viel zeigen. Das war sehr schön. Am Kommentator dürften wir einen sehr talentierten Menschen für den neuen Heel-Kommentator sehen. Der ist ein bisschen besser als der kleine JBL macht. Natürlich als Tribute für JBL. Der Ausgang des vorherigen Matches war ja, Kevin Owens gewinnt. Kevin Owens will im Title Picture bleiben für den IC Champion Title. Also lässt sich erstmal interviewen. Das macht Byron Saxton wie immer sehr, sehr komisch. Die ersten 2 Fragen waren nicht so cool. Und das heißt dann, Byron stellt ihm die Frage, warum wie er sich fühlt, dass er gegen Sami Zayn gewonnen hat. Es war natürlich klar von ihm befohlen, diese Frage zu stellen. Er hat so ein bisschen umgedreht. Dieses Interview-Segment kam dann direkt nach dem Ding und daher hat er dann auch noch gesagt, dass er im IC-Title Picture weiter sein will. Er hat dann den 4. Kommentator gemimt, hat sich gleich neben JBL hingesetzt, hat ein bisschen Shut-Ups zu Byron Saxton gesagt, weil er ihn ja auflaufen hat lassen. Wie schon gesagt, The Miz konnte durch den Roll-Up gewinnen. Der Roll-Up war
aber echt sehr, sehr schlecht. Mit Zehen in der Hose. Durch die Ablenkung eigentlich von einem weiter in außen bestehenden Kampf zwischen Sami Zayn, der spät dann Eingriff nochmal auf Kevin Owens losging und zum nächsten Mess sondern The Mess nach dem Cesaro Swing konnte The Mess ihnen einrollen nach dem Sami Zayn und den Kevin Owens in die abgelegt haben. Es war ein sehr entscheidungsfreudiges Match, entscheidungsfreudiges Pay-Per-View. Danach kam eigentlich ein sehr, sehr starkes Match. Klar weiß keiner, wo das hinführt, weil eigentlich wollen sie, glaube ich, auch da mal nicht unbedingt Y2 Checkers. Ist ja nur speziell bei der Crowd, Y2 Checkers. Ja. Auf gewinnen lassen, sondern wirklich jemand mal gewinnen, hat wirklich jemand gewonnen, der auch ein Sieg gebraucht hat mit den Ambrose. So viel wie er in den letzten Pay-Per-Views alles und so weiter verloren hat. Botchamania 2, aber diesmal AJ. Naja, AJ soll nicht mit dem Big Bull über den Ring Apron. Aber das kam doch anders als gedacht. Ein Finisher bei der dritten Ring-Ansetzung. Das ist das No-DQ zwischen AJ Styles und Roman Reigns. Purple Reigns. Heftort sein, Form sein darf. Aus unterschiedlichen Sachen. Den ersten Tisch haben sie schon gekillt, ja. Also dann. Es war nicht unbedingt wirklich die. Es war keine schlechte Payback-Karte. Von der Karte her war es ein sehr gutes Payback. Von den Ausgängen war es schon zum Großteil sicher, was passieren würde. Also, außer Chris Jericho fand ich jetzt. Und Dean Ambrose, weil man da nicht wusste, wie es weitergeht. Es war ein würdiger kleiner Brawl zwischen den beiden. Und man eigentlich für beide auch nichts gehabt hat. Weil man für beide wirklich gar nichts gehabt hat. Auch auf die Hinsicht, dass zurzeit Bray Wyatt zum Beispiel verletzt ist. Und der Rest der Wyatt Family auch bisher noch nie rauskam. Ich verstehe es nicht.
Warum ist die White Family auf dem Payback Cover? Und ich habe den ganzen Payback hier noch nicht gesehen. Ja, egal. Merkt schon, es ist auch ein bisschen spät. Ich habe schon 4 Stunden Payback geguckt. Nochmal anständig am Arbeitstag. Dann haben schon 20 Minuten Kick-Off-Shows. Dann war 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen wir zum 5. Match. 5. Match, Divas Championship Match. Beendet mit einem nicht ganz gut durchgeführten Montreal Screwjob. Und dem danach bestehenden schön und großartig sagen, Montreal Screwjob und dann seit langer Zeit wieder mal ein Face-Turn für Natalia und Charlotte immer noch der Heel-Turn. Heel gefällt mir Charlotte zwar besser, aber das ganze Match war ja auf der Fehde Flair gegen Hart. Hart hat die Fehde verloren, aber Hart hat ihr Payback bekommen. Hart wurde gescrewt. Wie immer, Hart screwt Hart. Oh. Es war kein Pinkelpausen-Match, wie ich eigentlich verhofft habe. Mehr muss ich jetzt noch pinkeln. Ja. Und dann kommen wir zum Main Event. Es ist schön und gut, dass sie AJ Styles nicht gleich den Titel geben wollen. Es war cool, dass Carl Anderson und Luke Gallows eingegriffen haben und die Usos die zwei dann richtig mal verdrescht haben. AJ Styles hätte gewinnen müssen, laut Finisher-Regel, aber bisher hat er noch keine aus dem Phenomenal Forearm ausgekickt, außer jetzt Roman Reigns. Will es sich Roman Reigns nicht geben. Es ist ein fortgeschrittener Move, das als Clash. Ja, man den Kopf nach vorne legen möchte. Ich kann ja vorne schon bekommen, auch auf die Füße. Ich hier nach hinten das Kinn so weit und sich schon mit den Armen aufzufangen. Also das ist das gleich mal kurz erklärt, wer für den Nehmenden funktioniert aus wrestlerischer Sicht. Ja, wie so schön. Ein Air Roman. Ich bin jetzt gerade bei dem dritten Phenomenal Vorarm. Einer technisch, einer so, nein, noch gab 4. Man setzt ihn, wenn man den Phenomenal Vorarm als Finisher will, setzt man ihn viel zu viel ein. Ich finde, das Springboard 550, den er auch gehatet hat und zum Pin kam, aber es leider nicht gereicht hat, dass der Pin vollzählt, war wesentlich, ist hier ein Ding der Schönheit. Kein Mensch springt einen Springboard 550 so schön wie AJ Styles. Er hat ein bisschen die Relation verloren und dann selbst Clash zeigen, ging aber in ein Weapon über und einem Spear Superman Punch wurde gekontert und dann
fiel Roman Reigns auf die Knie, duckte sich einmal durch und spürte AJ Styles. Dann kam der Pin 1, 2, 3. Roman Reigns gewinnt nach dem Spear. Es war ein sehr gutes Match. Es wurde aber erst gut. Eigentlich das erste Match. Es war eine 3. Aber wollte wirklich zeigen, dass AJ Styles phänomenal ist. Er hat 3 sehr gute Matches geführt. Ein Match durch Countout gewonnen. Das zweite durch DQ gewonnen. Und das dritte gewinnt dann Roman Reigns. Natürlich 3 Restarts bei einem Pay-Per-View. Ihr denkt euch was Besseres aus. Vor allem, weil der phänomenale Vorarm so viel kommt. Er eine wundervolle Think of Beauty 550 Springboard Splash springt, und er soll ja auch der Face mit einer Face sein. Wenn er wirklich kein Face sein soll, AJ Styles, sondern ein Heel. Obwohl Roman Reigns in dieser Konstellation eher der Heel war, dann muss ich sagen, wieso zeigt er denn sein Spear, seinen Superman Punch? Wieso zeigt er denn einfach nur eine Powerbomb? Weil eigentlich sein eigentlicher Finisher war ja mal die Triple Powerbomb, also eine ganz gewöhnliche Powerbomb. Und das Spear als Vorbereitung. Es ist klar, die Triple Powerbomb ist Shield. In das zweite Finale Roman Reigns, AJ Styles, Carl Anderson und Luke Gallows. Würde ich warten, bis einer kommt. Noch, und der soll ja auch bald wiederkommen. Das ist Seth Rollins. Durch den Face-Turn, der Seth Rollins etwas am Debüt blüht, würden alle Shield-Mitglieder wieder face-geturnt werden. Und werden Faces. Das macht wirklich Seth Rollins, Dean Ambrose und Roman Reigns, obwohl Roman Reigns die Tweener-Rolle sehr gut steht, nehmen und Seth Rollins ihm Seth Rollins und den Ambrose trotz der Schwierigkeit mit Shield eine Shield Reunion machen. Klar, das kann man jetzt noch nicht Extreme Rules. Ich würde eher sagen, so Richtung SummerSlam. Dann die Fehde erste Mal vielleicht mit 2 und seinen Cousins gegen Carl Anderson und Luke Gallows. Seth Rollins wurde ausgebuht wie Schwein. AJ Styles konnte Seth Rollins auch zwar gut overbringen, aber nicht ganz over. Es ist das Problem. Seth Rollins hat durch das I'm not a good guy, I'm not a bad guy seinen Heel-Turn eigentlich schon fast abgeschlossen. Deswegen buhen ihn auch sehr viele Leute aus. Die Rolle als Tweener, er gewinnt klare Siege und so weiter. Komisch. Aber das ist eigentlich jetzt erstmal so egal. Ich verstehe immer noch nicht, warum auf Payback die einzigen, die nicht an Payback teilgenommen haben, 2016, sind auf dem Cover von Payback. Ich find's lustig. Naja. Dann sage ich nur, das war's erstmal vom ersten Lucha Trash Talk. Das war jetzt leider keine Permission, die habe ich gestern nicht mehr geschafft vor dem Ding, sondern es war ein Review von WWE Payback plus dem Kickoff. Sehr schöne Matches, es war sehr gut. Das Segment mit Vince McMahon, Vince McMahon hat beide
Vince McMahon hat beide zum sozusagen General Manager oder GM von SmackDown gemacht. Was ich da als kleines Problem sage, das sagen wir bei den Matches auch. Weil beim letzten Match, dass jeder sich irgendwo in das Match des anderen einmischen will. Und somit ist dann von einem wieder aufgenommenen Match von einem No-DQ-Sieg, einem Count-Out-Sieg zu einem DQ-Sieg, eigentlich war das von der Heel-Turn. Der DQ-Sieg war der Heel-Turn von Roman Reigns. Wenn sie das gemacht hätten, wäre Roman Reigns Heel geturnt. Er hätte eine Abkürzung genommen, aber das kann man ja nicht machen, das war ein Versehen. Er wollte ihn in den Bauch schlagen, nicht in die Eier, und trifft die Eier, und AJ macht's auch perfekt. Er hält seinen Sack, er hat schon den Bauch getroffen. Es war ein Schlag von unten, man kann es als Tiefschlag zählen, ja. Es wurde der untere Bauch getroffen. Und so weiter, aber ich weiß schon wieder sehr viel ab zum Thema Payback. Mir hat der Pay-Per-View von dem Match sehr gefallen, wenn sie einen ziemlich genauen, also vielleicht das Intercontinental Championship, Ryback gegen FMS ins Kickoff und Cesaro gegen einen großen Jungen namens Cesaro gegen Kalisto stellen und versuchen ein Face-to-Face-Match machen und keinen im Match turnen oder einen anderen turnen lassen, wie zum Beispiel jetzt langsam an Sin Cara, weil Sin Cara keine Lust mehr hat, alleine ein Tag Team zu haben. Wie? Aber das kommt dann später alles. Ich bin kein Mensch, der so lange redet, vor allem bin ich hier alleine. Ich rede mit keinen Leuten, ich mache eine Einzelreview. Ich habe jetzt keine Cam-Review gemacht, werde ich später mal machen. Payback war so mit einer recht gute Karte, auch ein gutes Pay-Per-View. Also, ich würde eine 3 geben in Schulnoten. 3 bis 2 bis 3. Und die Matches war alles interessant, die Storylines hier waren auch interessant. Schade war das mit Enzo Amore. Aber so ist Wrestling, das kann immer passieren. Und dann, ja, was soll man noch großartig sagen? Das war ein gutes Pay-Per-View. Ich bin eigentlich jetzt erstmal raus. Ich bin jetzt tierisch kaputt. Hab heute einen anstrengenden Tag gehabt. Und jetzt schon einen 33-minütigen Pay-Per-View-Review gemacht. Also Jungs und Mädels, von meiner Seite aus, was das? Das ist Lucha Underground. No, sorry. This is Lucha Trash Talk. I have no making on the ground tonight because I, made it soon. Also, ihr könnt mich finden, Lucha Trash Talk auf Facebook. Ihr könnt mich twittern @Lucha Trash Talk. Ihr könnt die Podcast-Feeds findet ihr auf der Facebook-Seite. Ihr findet sie wahrscheinlich gleich dann bei Twitter. Und ihr könnt die Dinge auch bei Patreon. Da müsst ihr einfach mal einen kleinen Herrn Tobias Schmidt, der auf ich bin. Ja, nicht Tobias Schmidt, ist Black Demon Jr. Das bin nur ich hier, euer Host bei Lucha Trash Talk Wrestling. Dann haben wir noch Lucha Trash Talk Gaming und Lucha Trash Talk Dude Fucking Show TSG und wahrscheinlich noch Lucha Trash Talk Toys. Hauptsächlich WWE, Transformers
euch 2 noch abholen muss morgen. Oder morgen. Ja, übermorgen. Werde ich die 2 abholen und dann werde ich ein kleines Review machen. Natürlich mit Kamera. Da muss ich schauen, dass ich meine Cam mitnehme. Und dieses kleine Aufnahmeteil. Also von der 35 Minuten ist eine schöne Länge. Vielleicht werde ich mal irgendwas mit Skype machen. Aber das steht bisher noch alles in den Sternen. Von daher, seid mir nicht böse. Ich bin müde. Gute Nacht und euch noch eine schöne Zeit mit Wrestling. Vergesst nicht, es Camp WWE ist sofort nach Payback erreichbar. Ab heute Nacht morgen früh um 5 Uhr ist die neue Folge von wählen Sie Christian raus. Wird auch lustig. Das waren die 2 kleinen Empfehlungen von eurem Black Demon Jr. Und damit bin ich raus.